Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust-Design. Wadikrab DP, Wadikrab Tukon. Heute bringe ich euch mal wieder ein kleines Update aus dem Garten. Ist die letzte Zeit auch immer ein bisschen zu kurz gekommen und deswegen habe ich mir heute gedacht, ich zeige euch ein bisschen was aus dem Garten, was sich hier getan hat. Wird sicherlich ein kurzes Video geben, weil es einfach nur ein kleines Update sein wird. Und warum, das erzähle ich euch dann auch noch in dem Video. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr das Video zahlreich kommentiert, liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen und für die neuen Zuschauer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von mir. Und jetzt, wie gesagt, wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Das Video, wie gesagt, wird einfach ein kurzes Update. Ich möchte euch kurz ein bisschen was zeigen. Das Problem ist, ich bin die letzte Zeit jetzt nicht großartig zum Filmen gekommen, beziehungsweise ich habe natürlich gefilmt. Ihr wolltet ja, dass ich unser Bauvorhaben mit dem Geräteschuppen begleite. Das habe ich ja auch größtenteils getan. Ich habe da schon einiges zusammen, aber das Bauvorhaben ist noch nicht beendet. Das ist, sage ich mal, so alle 3-4 Tage erweitert worden. Ein Grund davon, den möchte ich euch heute zeigen, warum das erweitert worden ist. Und zwar ist ganz am Anfang, als hier, sage ich mal, Baumaterial angeliefert wurde, dem Unternehmen, wo uns da das Material gebracht hat, ein kleines Malheur passiert. Die haben, sage ich mal, ordentlich unseren Rasen zerstört. Deswegen hat sich unser Bauvorhaben ein bisschen verändert. Inwiefern sich das denn aber verändert hat, das erzähle ich euch gleich noch. Ich zeige euch einfach mal den Rasen und zeige euch, was da passiert ist. Ja, hier seht ihr jetzt unseren Rasen. Als das Baumaterial angeliefert wurde, ist hier größtenteils, sage ich mal, durch den Wagen, der hier reingefahren ist, ja, unser Rasen zerstört worden. Und das Bauvorhaben hat sich insofern jetzt erweitert, dass wir da jetzt einfach noch so einen Weg machen wollen, der dann, sage ich mal, an unserem Rundweg vom Haus dann nachher anschließt. Deswegen wird sich das Ganze auch noch ein bisschen verzögern und des Weiteren hat sich das Ganze natürlich jetzt auch verzögert durch die ständigen Regenfälle hier. Der ein oder andere hat es vielleicht schon auch mitbekommen aus den Nachrichten. Hier sind jetzt gerade starke Regenschauer immer. Es sind auch starke Hochwasser hier in Chiang Rai, alles so in unserem Bereich hier. Und dementsprechend konnte man hier natürlich auch nur bedingt arbeiten. Es hat jetzt schon seit über 1,5 Wochen, sind jetzt auch sogar schon fast 2 Wochen, wo es hier tagtäglich regnet. Ich sag mal hauptsächlich in der Nacht, aber es regnet ständig und auch wirklich lang. Und dementsprechend ist der Boden hier auch und dementsprechend kann man natürlich auch nicht arbeiten. Und ja, ich denke, ich werde nachher gleich auch nochmal rausfahren auf die Farm, zeige euch dann da auch nochmal ein kurzes Update wie sich unsere Wasserstände dort verändert haben und zeige euch einfach jetzt hier noch ein bisschen was aus dem Garten. Ja, ich fange mal an, was hier sich hauptsächlich jetzt verändert hat, beziehungsweise wo ich schön finde, was jetzt ordentlich wächst, ist mein Papayabaum hier. Die Papaya, die sehen jetzt schon so langsam aus wie Papaya. Und ich sehe gerade, dass meine Kamera auch schon beschlägt. Da seht ihr, dass dieses feuchte Klima hier für die Kamera auch nicht einfach ist. Auf jeden Fall, ich zeige euch kurz die Papaya, würde ich sagen. Da seht ihr jetzt die Papaya. Und da kommen mir noch einige mehr Früchte. Aber die hier sind schon am weitesten. Ja, ich bin froh, wenn ich denn jetzt irgendwann mal die ersten Papaya ernten kann, werde ich sicherlich froh sein. Ja. Ansonsten zeige ich euch noch kurz den kleinen Limettenbaum, den wir hier hatten.
Den großen Limettenbaum, den haben wir jetzt größtenteils mal abgeerntet, also es hängen noch ordentlich Früchte dran. Aber den spare ich mir jetzt, euch den zu zeigen. Ich zeige jetzt einfach mal den kleinen Baum hier. Der hat nach wie vor noch ordentlich Früchte dran. Seht ihr jetzt den kleinen Limettenbaum? Der auch noch ordentlich gefüllt ist. Was auch gut wächst, ist meine Ananas hier. Wann ich da eine Frucht bekomme, da lasse ich mich jetzt dann auch überraschen. Hier hat meine Frau jetzt einen Versuch gestartet, und zwar hat sie Kirschkerne mitgebracht aus der Schweiz. Die Kirschkerne hat sie eingelegt gehabt für 2 Nächte ungefähr in Wasser, zum ein bisschen Vorkeimen. Jetzt haben wir hat sie die Kirschkerne in diese Pflanzsäcke eingepflanzt, und ja, jetzt sind wir dann natürlich gespannt, ob aus den Kirschkernen was wird. Wir sind da beide wirklich sehr gespannt. Müssen mal schauen, ob aus den Kernen was wird. Wenn da was draus wird, müssen wir uns dann natürlich auch noch überlegen, wo wir die Bäume pflanzen. Aber ja, ich finde das einen interessanten Versuch. Mal schauen, ob Kirschbäume hier in Thailand denn auch wachsen, bei uns in der Region hier. Was aktuell bei uns im Garten auch wieder gut kommt, sage ich mal, die anderen 2, 3 Bäume, die sind noch leer. Aber was ihr hier im Hintergrund seht, ist diese Kanunen, diese Stinkfrucht, sage ich mal. Die Kanunen oder Jackfruit auch genannt, die wächst jetzt wieder auch ordentlich, und bin jetzt gespannt. Das ist der Baum, wo ein bisschen gelitten hat beim Sturm und so weiter. Bin jetzt gespannt. Er hat ordentlich Früchte dran. Die Früchte hier von dem Baum, von dem Kanunen, die sind wirklich, schmecken wirklich sehr lecker. Sind auch richtig knackig, die Früchte. Sobald ich da mal eine abernten kann und die soweit ist, dass man sie essen kann, werde ich euch das sicherlich dann auch mal zeigen. Ja. Auf jeden Fall, das sind die Kanunen. Ja. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf, dass von dem Baum wieder Früchte kommen. Dann hatte ich ja zu der Zeit, als meine Schwägerin hier war, noch einen Som-O-Baum gepflanzt, also Pomelo. Den kleinen Baum, den wollte ich euch auch mal noch zeigen. Der ist so langsam auch gut angewachsen, bin ich der Meinung. Die Blätter sehen jetzt gerade ein bisschen so aus, als wenn der ein bisschen, sage ich mal, vielleicht überdüngt worden ist. Das weiß ich noch nicht. Er ist auf jeden Fall ein Stück gewachsen. Also dementsprechend denke ich, dass ich ihn noch durchbekommen werde. Ich zeige euch einfach mal kurz den kleinen Som-O-Baum noch. Da seht ihr jetzt den Som-O-Baum. Und das ist eben das, was ich mit den Blättern meine. Ja, ich vermute, obwohl ich da wirklich kaum gedüngt habe. Bin gespannt, ob der sich jetzt noch erholt wieder von dem, dass die Blätter wieder schön grün werden. Aber ich bin da trotzdem guter Dinge, dass ich auch den Som-O-Baum durchbringen werde. Dann möchte ich mich auch noch bedanken für die paar Kommentare, wo da gekommen sind bezüglich meinem Wisteria, meinem Blauregen. Bin mir bewusst, dass der Blauregen auch giftig ist. Gerade auch die Blätter, das weiß ich. Die Blüten und die Samen, die dort, sage ich mal, wenn die runterfallen, die sind auch giftig. Bin mir dessen bewusst. Muss aber sagen, meine Hunde, die fressen kein Grünzeug, machen da eigentlich eher einen Bogen drum. Und somit habe ich da ehrlich gesagt auch gar keine Angst, dass meine Hunde da die Blüten oder die Samen da essen. Beziehungsweise er hat da noch gar keine Blüten bekommen. Und im Moment wächst er nur. Danke aber trotzdem auch für den Hinweis, dass man den ein bisschen unter Kontrolle halten muss. Das werde ich sicherlich auch tun. Ja, sobald der, sage ich mal, wieder die eine Linie zurückgewachsen ist, werde ich da sicherlich ihn dann wieder stoppen oder stoppen müssen. Und ja,
Also vielen Dank trotzdem für die Kommentare und wie gesagt, mir ist bewusst, dass Wisteria da giftig ist. Ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz die Wisteria, dass die neuen Zuschauer dann vielleicht auch wissen, von was ich da rede. Das ist eben der Blauregen, den ich ungefähr in der Höhe bekommen habe, der jetzt da eben jetzt schon am Dach oben angekommen ist und jetzt dann eben schon so langsam in diese Richtung gehen wird. Ja, mal schauen, wie der sich jetzt weiterentwickelt. Und ja, ich würde sagen, ich gehe noch rüber zu den Pilzen, zeige euch dann auch noch meine Pilze. Ja, jetzt wieder bei meinen Pilzen angekommen, wollte ich euch meine Pilze noch zeigen. Die hatten jetzt, sage ich mal, so circa 4 bis 5 Tage oder 6 Tage sogar, haben die keine Pilze hervorgebracht. Habe dann aber nochmal nachgelesen, auch nochmal mit dem, sag ich mal, einem Bekannten geredet. Der hat mir dann gesagt, ich muss da ein bisschen warten, die machen zwischendrin dann auch immer ein bisschen Pause. Jetzt bekommen sie aber wieder Pilze. Wollte euch gerade die Pakete auch mal noch zeigen. Dann seht ihr, ich denke, dass ich da heute sicherlich auch noch was abernten kann und morgen dann vielleicht mir schon ein bisschen wieder was schmecken lassen kann von den Pilzen. Hier seht ihr jetzt diese Austernpilze, also in Thailand sagen die Leute hier Het Nang Pha dazu. Ich habe jetzt auch diese Woche mal genutzt, habe mit meiner Frau zusammen noch eine kleine Pilzfarm besucht. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir die hier in der Nähe haben und fand das auch wirklich sehr beeindruckend, diese Pilzfarm. Bin jetzt da auch noch einmal überlegen, ob ich eventuell dort auch mal noch vielleicht ein Video von der Pilzfarm mache. Ich habe den Herrn da auch schon angefragt. Der hat mir leider bis jetzt noch keine Antwort gegeben. Ja, mal schauen. Ich werde da sicherlich noch mal vorbeifahren, das ist bei uns ganz in der Nähe und werde dort noch mal nachfragen, weil ich denke, das wäre für euch sicherlich auch interessant, die Pilzfarm hier mal zu sehen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gern sehen würdet, weil ich denke, also ich fand es wirklich sehr interessant und einfach wirklich beeindruckend, die Menge, die dort an Pilzen haben. Und die machen diese Pakete auch selbst. Ich habe dort auch einiges bestellt und wie gesagt, wenn ihr da was sehen wollt, dann fahre ich da sicherlich mal vorbei, nehme da die Kamera mit und frage dann vor Ort auch noch mal schnell nach, ob ich dort drehen darf. Ja, was ich mit den Überschwemmungen meine, hier bei uns in Thailand, das würde ich euch jetzt gerade kurz zeigen. Der Weg, auf dem ich normalerweise oder wo ich zur Farm fahre, da ist rechts und links, sage ich mal, so ein kleiner Graben neben dem Weg. Und ich zeige euch mal, wie es da jetzt aussieht. Wenn ihr seht, das Ganze hier ist schon überschwemmt. Es geht bis rein in den Wald. Hier sitzen die Leute jetzt manchmal und fischen mit so kleinen Bambusstäben, mit so einem Bambusangeln. Ich würde sagen, ich fahre aber mal noch ein Stück weiter. Dann seht ihr das weitere Ausmaß. Da jetzt die nächste Stelle, wo komplett überschwemmt ist. Ich muss dazu sagen, hier ist dieses Jahr ein kleiner See ausgehoben worden und jetzt seht ihr, wie das Ganze auch hier ist. Ist alles überschwemmt. Ist gerade noch ein Freund bei mir vorbeigefahren, der noch mit mir sprechen wollte, aber ja. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal weiter auf unsere Farm und zeige euch da mal noch das Ausmaß von dem Ganzen. Und dann könnt ihr da mal noch schauen, wie sich der Wasserstand eben jetzt dort verändert hat. Around all these people trying to be someone better than you and I, posing for pictures but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away, walk away, walk away? Ja, jetzt stehe ich hier an den kleinen 2 Teichen vor unserem Haus. Da wollte ich euch kurz den Pegelstand zeigen von
von den beiden Teichen. Hier der erste Teich, da seht ihr jetzt dieses Rohr, wo eigentlich der Überlauf ist. Das Rohr ist jetzt auch schon unter Wasser, das heißt, er hat jetzt den höchsten Stand hier erreicht. Der Teich sieht jetzt so aus. Ja, der zweite Teich, der jetzt auch schon komplett gefüllt ist. Wenn ihr da hinten seht, da ist das nächste Überlaufrohr. Ist noch nicht ganz erreicht, aber ja, das wird jetzt schnell gehen, da es die nächsten Tage noch weiterhin regnen soll. Im Hintergrund höre ich es auch schon wieder grummeln und donnern. Das heißt, ich werde mich jetzt auch noch ein bisschen sputen und die Tiere füttern. Ich zeige euch jetzt hier noch ein bisschen was und dann werde ich auch wieder nach Hause gehen, weil ich glaube, der nächste Regen kommt definitiv. Dann wollte ich euch noch den Pegelstand von unserem großen See zeigen. Der See hat jetzt mittlerweile auch den Höchststand erreicht. Ich zeige euch auch mal hier, wie der See sich hier jetzt gefüllt hat. Könnt ihr da auch mal einen Blick drauf werfen. Da seht ihr jetzt einen großen See, der jetzt mit dem Pegelstand, denke ich, eine Wassertiefe hat von 5, 6 Metern. Und wenn man bedenkt, also hier ist der Rand eigentlich von dem See und das Wasser steht schon am Rand. So sieht jetzt auf jeden Fall der See aus. Man sieht auch hier schon, das Wasser tritt jetzt schon hier drüber. Und wenn man bedenkt, da ist die Kante vom Haus. Also auch dieses Jahr haben wir wieder ordentlich Regen hier. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Früchte, die es hier gibt, zu bestaunen und dann geht es weiter. Jetzt stehe ich hier bei uns am Rambutanbaum. Der Rambutanbaum hier auf der Farm, dieser Ngo, der hat ordentlich Früchte, beziehungsweise man muss sagen gehabt, weil meine Frau hat schon abgeerntet, bevor ich überhaupt die Szenen einfangen konnte mit der Kamera. Ja, sie hat mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Früchte dran gelassen. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie der Rambutan, was er noch an Früchte hat. Da seht ihr jetzt schon mal eine Frucht, also Ngo, Rambutan. Daneben kommt noch eine zweite. Dann habe ich gesehen, kommen hier auch noch ein paar Früchte. Das ist auf jeden Fall der Rambutanbaum. Würde ich sagen, gehe ich mal noch weiter. Zeige euch mal, ob noch ein paar Früchte von den Macken, diese wie so eine Art Pflaumenart da sind, und zeige euch da auch noch was. Ja, also der Baum mit den Macken, mit den so eine Art kleine Pflaumenart ist es. Diese hier, der ist ordentlich noch gefüllt. Ich habe gesehen, da muss ich morgen unbedingt noch abernten. Zeige euch auf jeden Fall mal, der ist auch reichlich gefüllt. Also da seht ihr jetzt diese Macken. Hat ordentlich Früchte dran. Schmeckt auch wirklich sehr gut, diese Frucht. Wie gesagt, schmeckt so pflaumenähnlich, hat aber sehr viele kleine Kerne. Ja, aber ansonsten die Frucht ist wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich jedem nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Wir haben noch mal einen Baum da, der jetzt aktuell leider keine Früchte im Moment dran hat. Der kriegt so in der Größe ungefähr doppelt so groß noch Früchte. Und da bin ich auch schon gespannt. Ich gehe aber davon aus, dass der dieses Jahr auch noch mal Früchte bekommen wird. Welche zwei Bäume aktuell auch Früchte im Moment haben, sind unsere 2 Olivenbäume. Da seht ihr, hier sagt man Maxerl dazu. Das sind Oliven. Leider hat der Baum aktuell noch nicht so viel Früchte. Bin gespannt, ob da noch ein bisschen mehr kommt. Bei Blüten hatte ich auch jetzt eigentlich einige gesehen gehabt.
aber aktuell hängen nicht viel Früchte dran von den Oliven. Ich würde sagen, ich zeige euch noch meine Fire Trees und meine Durian und dann werde ich so langsam mal die Tiere füttern gehen. Auf dem Weg zu den Durian zeige ich euch auch von der Seite mal noch den Wasserstand vom See. Da seht ihr jetzt, dass der See vom Wasserpegel her schon auch so gestiegen ist, dass unsere Bäume, die normalerweise außerhalb vom See stehen, auch schon unter Wasser sind. Auch hier bei den 2 kleineren Teichen noch, also meine ehemaligen Fischteiche, da ist der Pegelstand auch ordentlich angestiegen. Der tritt auch dort schon über die Ufer. Und den Steg, der die 2 kleinen Teiche teilt, der ist schon gar nicht mehr zu sehen. Also ja, auch hier sieht man im Prinzip, wie der Wasserstand angestiegen ist. Jetzt aber weiter zu den Durian. Jetzt bin ich hier bei meinen Fire Trees, bei dem Donvar und bei den 2 Durian angekommen. Ich zeige euch mal jetzt den ersten Fire Tree, also Don Nionam. Wenn ihr seht, ist der erste Baum, der zweite Baum und dort der dritte Baum. Wenn man jetzt so sieht, der Baum hat mittlerweile die Größe von mir erreicht. Ich bin 1,75 Meter und ja, ich finde, die Bäume sind wunderschön gewachsen. Bin jetzt wirklich gespannt. Ich zeige euch mal noch die anderen. Hier der 4. Don Nionam, also Fire Tree, der auch ungefähr meine Größe schon erreicht hat. Dann hier der Donvar. Und hier meine 2 Durian. Man sieht, hier ist schon schön, dass sie neue Blätter bekommen. Sieht man schon schön. Der hier hat auch schon neue Blätter bekommen. Wächst zwar ein bisschen langsamer als der andere, ja, aber ich denke, damit kann ich auch zufrieden sein. Das wächst weiterhin nach wie vor. Es ist gerade neben mir ein Frosch in den kleinen Fluss hier reingesprungen. Ja, ich würde sagen, ich fütter schnell die Tiere und dann mache ich noch den Abschluss mit euch. keep me wondering, is our love strong, just like a love song, baby it's haunting me. Ja, mit der schönen Abendkulisse hier möchte ich mich für heute mit dem Video verabschieden. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ihr braucht doch keine Angst haben, das Bauvideo von dem Geräteschuppen, das ist nicht vergessen. Ich bin da aber, wie gesagt, mittlerweile immer noch am Material sammeln. Bin im Moment auch immer am Überlegen, ob ich das Video eventuell in 2 Teile bringe. Ein Teil im Prinzip von dem Bau von dem Geräteschuppen und der nächste Teil dann einfach von der Außenanlage. Muss ich jetzt mal überlegen. Eventuell kommt dann schon nächste Woche das Video von dem Geräteschuppen. Ich wollte jetzt einfach nur, solange ich das noch nicht komplett fertig habe, euch auch mal wieder ein kleines Garten-Update bringen. Und ja, ich werde euch auch noch eine kleine Sequenz von Pilzen einblenden im Abschluss. Von den Pilzen, die ich hier immer wieder am Schweinestall abernten kann.
Die Pilze sind auch wirklich sehr schmackhaft, sind wirklich sehr, sehr lecker. Die Leute hier sagen Het Dien Het dazu. Vielleicht kann der ein oder andere Pilzkenner mir sagen, was für ein Pilz das ist. Ja, wenn da jemand Ahnung hat, einfach ab in die Kommentare. Würde mich auch mal über die deutsche Übersetzung freuen. Wenn ich das in den Thai-Übersetzer einspreche, kommt da nicht viel raus oder nicht viel Vernünftiges dabei raus. Aber vielleicht kennt der ein oder andere den Pilz und kann mir das einfach in die Kommentare schreiben. Ja, ich sage auf jeden Fall wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses kleine Update hat euch gefallen. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, weil eben es donnert schon um mich rum. Und wünsche euch auf jeden Fall eine ganz gute Zeit. Passt wie immer auf euch auf da draußen. Bleibt vor allem gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Und ich denke, das gibt sicherlich das Bauvideo vom Geräteschuppen. Also bleibt einfach dran. Das Video kommt ganz sicher. Das ist nicht vergessen. Also, ich sage auf jeden Fall vielen Dank und tschüss. Bis bald. Euer René aus Thailand. I want your body.